Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Seit langer Zeit gibt es mal wieder Producer Notes und da sind sehr viele kommende Updates drin, Informationen für die Zukunft, das kommende Jahr und viele Fragen, die wir uns gestellt haben, sind da jetzt beantwortet drin. Und das gucken wir uns jetzt auch mal direkt an. Im Webshop findet ihr das Ganze, Producer Notes 39. Nennt sich das. Wir machen mal noch ein bisschen größer, damit man das ein bisschen besser sieht. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt rein, ja? Helden und Heldinnen, es ist schon eine Weile her, seit wir euch das letzte Mal auf den neuesten Stand unserer Entwicklung und unseres aktuellen Fokus gebracht haben. Das Team arbeitet an diversen Features und wir hoffen, euch schon sehr bald mehr davon zeigen zu können. Werfen wir mal einen Blick auf unsere aktuelle Entwicklungspipeline. Der Arena Manager, das Lieblingsfeature von vielen. Das Rework des Arena Managers geistert schon eine Weile herum. Vor einiger Zeit haben wir Pläne für eine Open Beta geteilt, die wir für Mitte Februar angepeilt hatten. Da der Februar offensichtlich schon rum ist, haben viele von euch nach einem Update gefragt. Das Feature befindet sich aktuell in der zweiten internen Alpha mit unserer Alpha-Gruppe. Die erste Runde hat noch ein paar fehlende Elemente und Probleme ans Licht gebracht, die wir von dem Beta-Release ausbügeln wollten. Nach dem Testen und Auswerten des Feedbacks starten wir die Open Beta. Wir haben noch kein festes Datum, peilen aber einen baldigen Release dieses Reworks an. Heute geben wir euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie der neue Arena Manager aussehen könnte. Wir betonen könnte, weil sich bis zum Release natürlich noch Dinge ändern können. Ja? Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Da würde ich sagen, gehen wir nochmal einen kleinen Zoom rein hier, nochmal ein bisschen reinzoomen und dann sehen wir hier schon mal so einen kleinen Leak zum Arena Manager. Wir haben hier oben einen Baum. Da fällt mir jetzt spontan ein Skilltree. Ja, also das ist so das Erste, was mir in den Sinn kommt. Level 16 Arena Manager kann man also nach wie vor aufleveln. Wir haben hier klatschende Hände. Hier haben wir noch die Dollar Signs, die wir noch vorher kannten. Resets plus 0 Level. Und hier sehen wir so ein paar Gegenstände, 1, 2, 3, 2, die man sich hier wohl irgendwie besorgen kann oder so. Ja, noch ein paar Symbole, hier ein Balken, der voll läuft. Und dann haben wir Buildings, Fighter und Daily Offers. Also das ist hier in 3 Tabs unterteilt, haben hier die Gebäude, die wir schon kennen, so ein bisschen, ja, die hier so voll laufen, okay? Also wir werden wahrscheinlich auch einen komplett neuen Arena Manager Guide oder sowas machen müssen. Dann haben wir hier, ja, das könnte hier so ein Fighter sein. Oder, nee, das sieht mir aus, das ist hier, ja, was ist das? Eine Arena Manager Ehrenhalle oder so? Oder, nee, Unterwelt haben wir, Festung. Ach so, man kann wahrscheinlich zwischen Festung, Unterwelt und Arena Manager. Das soll wahrscheinlich das neue Symbol vom Arena Manager sein, so ähnlich, dass man zwischen den 3 hier durchswitchen kann. Stelle ich mir jetzt so vor, ja. Dann haben wir hier das zweite Arena Manager Skilltree. Ja, hier Skilltree, hier haben wir auch das Symbol. Also das scheint wirklich irgendwie eine neue, ja, Person zu sein für den Arena Manager. Und dann haben wir hier Money, Spectators und Applaus. Applaus haben wir hier oben einmal gesehen. Ja, also anscheinend sammelt man sowas wie Ruhmespunkte, Applaus oder sowas irgendwie, was man dann wiederum verskillen kann in einem Skilltree. Spectators ist auch noch spannend, also irgendjemand kann dann zuschauen und Money hat man. Ja, und hier haben wir einen Skilltree, wo wir jetzt entscheiden können, wo wir dann tatsächlich lang gehen. Das ist wirklich schon, also eine Art Skilltree, ist in dem Game schon wirklich, also da ist lange schon eine Rede von, dass man das irgendwo mit einbaut. Ich hätte eher gedacht, dass man, ja, weiß ich nicht, so eine Art Level irgendwie sowas mäßig in die Alu reinbringt, aber Skilltree ist ja nochmal noch ein bisschen anders. Also man entscheidet sich quasi, wo geht man lang, um dann halt eben da auch dann rein zu skillen, je nachdem für welchen Tree oder welchen Skill von dem Tree man sich dann entscheidet, wo man lang geht. Ja, also das schon mal die ersten paar kleinen Bilder zum neuen Arena Manager. Ja. Okay, dann machen wir direkt weiter und zwar mit der Monsterjagd. Ja, was hat es denn damit auf sich? Wir basteln gerade an einem Feature, das früher mal als Schatzsuche bekannt war. Also es heißt nicht mehr Schatzsuche, sondern es heißt jetzt Monsterjagd.
Sehr interessant. Den Namen hatten wir vor einer Weile in einem unserer Livestreams fallen gelassen. Mittlerweile läuft die Entwicklung unter dem Namen Monsterjagd und wir nähern uns mit großen Schritten einer ersten Alpha-Version. Wir wägen noch viele Dinge ab, aber unser Ziel ist es, das Ganze Anfang nächsten Jahres für euch bereit zu haben. Je näher der Release rückt, desto mehr Infos werden wir euch mitteilen. Also das Ganze wurde umbenannt in Monsterjagd von der Schatzsuche. Die gibt es jetzt so in dem Sinne nicht mehr. Okay, und jetzt kommen wir zu einem Thema, was auch schon häufig bei mir im Livestream thematisiert worden ist. Und zwar, was ist los mit den Avatar-Customizations? Viele haben danach gefragt, es gab ja Umfragen und dann hat man lange Zeit gar nichts mehr gehört. Also was geht da ab? Viele haben sich das schon gewünscht, wann kommt das? Und etwas, worauf viele schon sehr lange warten. Vor einiger Zeit haben wir 2 separate Umfragen gestartet, um eure Meinung zu einem Anpassungsfeature für euren Avatar einzuholen. Nach der ersten Umfrage haben wir unsere Pläne etwas angepasst und die zweite Umfrage hat bestätigt, dass der Großteil unserer Spielerschaft Interesse an diesem Feature hat. Falls unsere Pläne komplett an euch vorbeigegangen sind, könnt ihr schnell einen Blick auf unseren Blog werfen. Aber ich denke mal, das haben wir auch alles hier behandelt gehabt. Avatar Customization, Punkt 2. Wir halten dieses Feature für die Zukunft für enorm wichtig, haben unseren Fokus aber noch nicht zu 100% drauf gerichtet. Im Hintergrund laufen bereits grundlegende Arbeiten, aber das Feature erfordert massive technische Umbauten an unserem Spiel. Ein Release im Jahr 2026 ist nicht geplant. Das ist schade. Ja, das muss ich sagen, ist wirklich sehr, bisschen schade. Achso, man kann hier wahrscheinlich draufklicken für die Avatar Customization. Achso, das ist der Blogbeitrag hier. Ah ja, okay. Das ist wirklich schade zu hören. Ich meine, jetzt sind wir wenigstens aufgeklärt, dass wir da jetzt erstmal nicht mehr länger drauf warten brauchen, dass dieses Jahr erstmal nichts kommt. Ich gehe mal von aus, dass sie mit der Monsterjagd sehr doll ausgelastet sind, dass die Avatar Customization ein bisschen verschoben wird. Und die ganzen Models müssen wahrscheinlich dann auch dementsprechend angerichtet werden, dass halt auch die Skins drauf passen. Die Skins müssen ja an sich auch entworfen werden. Ja, also es kommt, aber wir brauchen jetzt erstmal nicht drauf warten, so wie es aussieht. Schade, aber ja, gut Ding will Weile haben, ne? Neue Klasse, Blutweber. Kürzlich wurdet ihr in einer unserer Umfragen dazu eingeladen, eure Klassenideen zu teilen und abzustimmen, welche Klasse als nächstes bei Shakes & Fidget einziehen soll. Der Blutweber hat dabei die meisten Stimmen erhalten. Unser Team entwickelt die neue Klasse, die auf Stärke basiert und peilt ein Release bis Ende des Jahres an. Für mehr Infos zum Blutweber schaut einfach auf unserem Blog vorbei. Da es sich um eine brandneue Klasse handelt, planen wir bereits wann wir eine Beta veranstalten können. Ihr werdet dann genug Zeit haben, uns euer Feedback zu dieser neuen Klasse zu geben. Dungeon-Inhalte. Wir hören oft den Ruf nach neuen Dungeons. Das Team bastelt aktuell an einer neuen Dungeon-Welt, die gleich mehrere Dungeons in seinem Gepäck hat. Alle Klassen werden dort als Gegner auftauchen, was euch eine bunte Mischung an Feinden beschert, denen ihr euch stellen müsst. Ein Release-Datum können wir noch nicht mitteilen, aber wir teilen die Details mit euch, sobald der Plan steht. Diese Dungeons richten sich an Spieler zwischen 250 und 750. Wie immer in der Entwicklung gilt, Pläne können sich ändern. Also erstmal habe ich da die Frage, mit alle Klassen werden dort auftauchen. War beim fahrenden Dungeon nicht schon übelst das Problem mit dem Nekromant, dass sie das nicht so richtig gebalanced bekommen haben? Der wurde ja dann auch gleich kurze Zeit wieder offline genommen. Ich hätte gedacht, das ist echt zu schwer, um neue Klassen dungeon-technisch ins Game zu fügen. Und es kommen wahrscheinlich neue Dungeons irgendwann oder eine neue Dungeon-Welt. Das sagt mir so viel wie damals Licht-Schattenwelt so mäßig, dass es da jetzt noch eine weitere gibt. Das hört sich für mich nicht danach an, als ob das eine Dungeon-Erweiterung an sich ist, sondern eine neue Dungeon-Welt. Ja, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was das bedeuten soll. Vielleicht habt ihr da ja welche Vorstellungen oder so oder Erwartungen. Klassenrework. Das Rework oder Rebalancing des Kriegers ist ein häufig genanntes Thema. Wir haben euer Feedback auf dem Schirm und es keineswegs vergessen. Aktuell steht es aber nicht ganz oben auf unserer Prioritätsliste. Zuerst wollen wir alle Charakterklassen als Gegner im Spiel einführen und zwar über unsere neue Dungeon-Welt. Das wird das Balancing und die Überarbeitung von Klassen in Zukunft deutlich entspannter machen. Okay, sind sie nochmal auf das Krieger-Balancing eingegangen. Das wurde ja auch letztens im Discord
thematisiert, kurze Zeit. Fusion. Letzten Dezember haben wir 2 Fusionen angekündigt. Wegen technischer Probleme mussten wir sie mehrmals verschieben. Die Black Forest Fusion ist nun live. Wir sind auf auf Catching Probleme gestoßen, haben diese aber erfolgreich ausgemerzt. Ja, schade, aber sonst nix leider zu Fusion F9. Daher hätte ich gedacht, ja, gehen die vielleicht auch noch mal kurz auf den Punkt ein. Ja, also ich meine, weil es wurde ja im Discord so ein bisschen im Chatbereich auch auf das Krieger-Balancing eingegangen. Da war ja auch, ja, das Krieger-Balancing ist eigentlich entstanden durch das F9-Thema, weil das auch dann ziemlich aufgekocht ist. Da hätte ich offiziell noch mal gerne was zugehört. Ja, aber ich meine, wir haben was gehört, wie es mit F9 aussieht, aber das war halt so kurz im Discord, im Chat von ein paar Mitarbeitern, aber ja, genauso wurde das auch beim Klassenrework mit dem Krieger gemacht. Deswegen hätte ich F9 mir auch gerne gewünscht, hier als kleine Thematisierung nochmal. Beta-System. Wir haben unser Beta-System ordentlich umgekrempelt. Jeder kann jetzt an Open Betas teilnehmen, mehrere Charaktere erstellen und aus verschiedenen Presets wählen, um Features auf Herzen und Nieren zu prüfen. Außerdem haben wir Dummy-Charaktere auf verschiedenen Stufen für Kampftests hinzugefügt. Umfragen funktionieren jetzt auch während der Betas, sodass ihr sie direkt im Spiel ausfüllen könnt. Also das Beta-System wurde ein bisschen umgekrempelt. Shakes and Fidget Account ist dafür erforderlich und man kann immer noch den Beta-Discord-Server joinen, wenn man möchte. Ansonsten Sonstiges. Neben der Entwicklung und Planung arbeitet das Team auch an diversen Baustellen. Wir liefern mit unseren Releases weiterhin Quality of Life Anpassungen, oft direkt basierend auf eurem Feedback. Push-Benachrichtigungen bleiben ein aktiver Fokus. Wir werden Änderungen nicht immer groß ankündigen, bis wir uns absolut sicher sind, dass sie auch wirklich funktionieren. Letztes Jahr haben Performance-Probleme während Events und neuen Serverstarts sogar ältere Server in die Knie gezwungen. Gut, dass sie da auch nochmal eingehen. Ende Dezember haben wir mit massiven Performance-Updates begonnen, die für euch oft unsichtbar ablaufen. Seitdem sind die Probleme bei Serverstarts oder Events spürbar zurückgegangen. Es ist zwar noch nicht perfekt, aber Umfragen zeigen, dass wenige Spieler bei diesen Events mit Problemen zu kämpfen haben. Wir werden die Spielperformance weiterhin aufpolieren. Bitte schickt uns weiterhin fleißig Berichte über Probleme, damit wir uns darum kümmern können. Vor kurzem haben wir neue VIP-Pakete zugefügt. Insgesamt sind wir damit zufrieden, haben aber das Feedback zum VIP-Premium-Paket zur Kenntnis genommen. Wir werten aktuell die Daten aus und werden uns dieses Feedback bald ganz genau unter die Lupe nehmen. Ja, das soweit zu dem neuen Producer Notes. Also da sind jetzt wieder sehr viele Dinge drin enthalten, die uns ein bisschen Aufschluss geben, über die Zukunft von Shakes and Fidget, wie es so dieses Jahr aussieht, was vielleicht für nächstes Jahr erwarten können. Schön, dass da mal wieder ein bisschen was gekommen ist und ein bisschen was thematisiert worden ist, damit der Spieler auch mal so ein bisschen wieder abgeholt wird. Das ist ja in letzter Zeit kam mir wirklich verdammt viel Nachfrage aus der Community. Deswegen wichtig, dass da mal was kommt. Ja, sagt mir gerne eure Meinung zu dieser Producer Notes in die Kommentare. Schreibt mir sehr gerne da was rein. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne Bewertungen dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.